Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Vampire, The Masquerade Bloodlines. Wir stellen uns jetzt mal dem Herrn Grünfeld und gucken, ob wir ihn erledigen können. Das kann ich ja, glaube ich, nicht abbrechen, oder? Nein. Naja, dauert ja auch nicht so lange. Aber nachher Sniper gegen Sniper, alter Mann. Ja. So, dann Sniper raus. Zielen. Boah, das wackelt aber echt unglaublich. Jetzt auf einmal wackelt es nicht mehr. Komisch. Ich gehe mal gerade ein bisschen zurück. Ich habe das Gefühl, ich baller hier wahrscheinlich eh nur in die Dings rein. Ne, so kriege ich den nicht. Die Werwölfe wuseln ein wenig durch die Gegend. Ach, wir haben unseren Dings auch gerade wieder... Wir sind jetzt wieder versteckt, das ist gut. Das heißt, wir suchen uns eine einigermaßen sichere Position. Da gammelt der rum. Gehen wir mal darüber. Und setzen wir unseren nächsten Schuss ab. Meine Güte, ist das ein Gewackel. Jawohl, hat gesessen. Sein Schuss aber, glaube ich, auch. Ich glaube, der Ball ist einfach die ganze Einrichtung hier zu Klump. Ja. Ich war doch gerade wieder versteckt. Jetzt bin ich versteckt. Gut. Na, jetzt nicht mehr. Hier bin ich. Komm, geh mal lieber hier in Deckung. So. Wir können ja auch speichern. Sollte ich mir auch mal angewöhnen. Auch in den Bosskämpfen kann man, zumindest bei dem langsamen Bosskampf hier, können wir speichern. Ich glaube, wenn wir einfach lang genug hier warten, sollten wir eigentlich... Zum einen regeneriert sich halt unsere Lebensenergie wieder. Helfen wir noch ein bisschen nach. Ja, jetzt sind wir wieder... Wo ist er denn hin? Grünfeld. Da unten. Dann, nächster Schuss, sitzt. Ach, wir können ja eigentlich auch... Was verzieht denn die Waffe hier gerade so übel? Irgendwie, ich weiß gar nicht, hat das Spiel gerade so ein wenig... Probleme, sagen wir mal. Also irgendwie die Waffe macht gerade keinen allzu guten Eindruck. Ich glaube, wir machen es einfach mal... Ja, ich weiß, ich habe Blutbedarf. Okay, du kommst jetzt näher, oder? Na dann. Ach, und er hat wohl auch so eine Heilungsaura. Ich glaube, das schaffen wir jetzt aber nicht mehr, ne? Nein. Lief ganz gut am Anfang, aber nachher dann nicht mehr.
Hä? Wieso sind wir jetzt mitten im Geschehen und werden weggeballert? Ich habe da wohl ganz anders gespeichert. Jetzt gehe ich hier schon wieder fast drauf. Okay, ja. Ich werde mir mal wieder eine Konserve reinpfeifen. Das heilt ja zum Glück unsere Lebensenergie gerade mit. Okay, setzen wir bei den nächsten Schuss ab. Jetzt kommt die aus dem Sniper-Modus raus, der... Ach. Wieder nachheilen. Warten bis halt... Genau. Ich dachte, die Aggro wäre weg. Ich glaube, auf Dauer ist die Sniper hier einfach nix. Wir nehmen es so. Und versuchen mal, den so zu erledigen. Ein Schuss sitzt. Danach scheint er halt hier irgendwie sein Dings zu benutzen. Ich glaube, da ist die Sniper doch wohl... Die Sniper ist dann wohl doch ein bisschen so die bessere Wahl, schätze ich. Obwohl das geht. Scheiße. Wieder Blut. Na, jetzt laden wir mal noch, aber der scheint ja jetzt eh wieder zu heilen. So könnten wir es aber hinkriegen. Ach, der lädt sogar im Sniper-Modus nach. Das ist auch nicht schlecht. Wie viel allzu viel... Also, allzu viel hat er jetzt nicht mehr. Also geht er auch in Deckung. Ein, zwei Schüsse. So, ich glaube, jetzt werde ich aber nochmal auf die Sniper wechseln und ihm damit den Todesstoß verpassen. Tschüss. Okay, damit wäre er erledigt. Wir speichern das Ganze, war jetzt doch eher schlecht als recht. Aber gegen Ende können die Bosskämpfe ja auch etwas fordernder sein, das passt schon. So, Munition. Schwert hätte er auch noch da gehabt. Ah, ein Katana, das haben wir aber bereits. Okay, wenn wir ihn jetzt erledigt haben, ich schätze mal, der Professor ist dann da hinten dran. Oder hier irgendwo eingesperrt. Da hätten wir noch einen Flammenwerfer. Den hätte er wahrscheinlich benutzt, wenn wir direkt hochgekommen wären. Ist hier noch was für uns? Nee. Naja, dann schauen wir doch mal. Professor, sind Sie da drin? Wenn fertig gespeichert ist, natürlich. Ja, zumindest hat er ein bisschen was zum Arbeiten. Tagebuch kann er auch noch schreiben. I told you everything. There's no reason for you to keep me here. Let me go. Dr. Johansen? I am an archaeologist. You can't hold me here like this. I am a hostage. I do not need protection. Bring me back to my hotel at once. Ich bin hier, um Ihnen zu helfen. Why are they doing this?
What is this nonsense with the guns and the crosses and the talk of vampires? Why do they insist on keeping me here? Who are these people? Tja, die sind jetzt fort, aber lassen Sie... Ach so. Ja, die sind fort. Ich kann Sie gehen lassen, aber beantworten Sie bitte meine Fragen. Yeah, okay. Anything, just get me out of these caverns and away from these crazies. I think I'm starting to get pneumonia. Dann sagen Sie mir mal, was Sie über den Sarkophag von Ankara wissen. The sarcophagus? You went through all that trouble for the sarcophagus? Yeah, I'll tell you. But don't you think it would be better to get out of here before those men come back? Tja, ich habe mich schon um Sie gekümmert. Die werden uns keinen Ärger mehr machen. I guess if you can get all the way here, you deserve the answers. But can I make one request first? After I answer your questions, you help me escape. Ja, können wir machen. All right. Where should I begin? Was können Sie mir denn über den Sarkophag sagen? Let's start with the history of the Ankaran sarcophagus. That is a long and interesting legend, lost and found throughout the ages. Tell me, are you familiar with the Assyrians? Nein, erzähl doch mal. Well, the Assyrians lived in Mesopotamia, a region between the Tigris and Euphrates rivers. Most of this territory is now modern-day Iraq, Iran, Turkey, and Syria. Okay, weiter. They were warmongers, conquerors, a people driven to expand by their kings. Even before the Romans, they migrated their conquered people to the territories to stem revolt. But I'm afraid I'm getting off the subject. Well, the markings on the sarcophagus seem to hint that it is from sometime between 1050 and 800 BC, which was a period of fierce expansion by the Assyrians. Oddly, for those years, only one king shows up on the historical record. Okay. While most likely he wiped all evidence of his predecessor's existence or passed the name to his heirs, one monarch, Masquerade, the one-eyed king, is given credit for the territory and achievements of this time. But he would have had to have been over 250 years old, like Dracula or something. Okay, und was hat das mit dem Sarkophag zu tun? I find it hard to believe a sarcophagus with a person as important as Masquerade could remain in, pristine or intact condition for so many years. But this is who is believed to be contained within. Okay, sind Sie sicher? An educated guess. Maybe you have not heard. It was stolen from the museum before we had a chance to open it. Usually we use equipment to carbon date, X-ray, and take air samples before we pry open the lid. Sie haben ihn mit einem Vampir verglichen. Aus welchem Grund? You know, it is interesting that you ask me that. The goddess on the outside of the sarcophagus was Lamastu. In Assyrian myth, Lamastu was an evil demoness who preyed on humans. Many people cite her as the mother of vampire myth, Und? The engravings on and found around the sarcophagus portray a regal figure drinking the blood of his enemies. Now, this image is found in many cultures, specifically among those of royal lineage, but there is a quite scientific explanation. Ja, und welche? A disorder known as porphyria. In short, it is caused by a deficiency of the iron in the blood, and in many cultures, for the nobility that could conceivably get away with the cure, the treatment was to drink human blood. Also hat der Masquerade, wie auch immer man den ausspricht, menschliches Blut getrunken. Perhaps. Drinking the blood of your enemies is, if nothing else, symbolic. It can inspire fear in your foes and dissidents. Don't misunderstand me. I in no way believe it was a vampire.
Vampires. That's what caused this whole mess. These maniacs believe they exist. Und, wie haben Sie den Sarkophag von Ankara gefunden? That is, you see, in archaeology, one can spend years looking for a dig site, following local rumors, studying old maps. It's a complicated process, very boring. Ja, Sie haben ein Interesse. Fahren Sie fort. Finding and organizing a dig is the least interesting part of an archaeologist's job. Trust me, you don't want to hear about it. Okay, und glauben Sie wirklich... es klingt, als hätten Sie etwas zu verbergen. I don't know what would make you believe that. I have been very forthcoming with you so far. I think that maybe you are not as familiar with the process as me. Okay, vergessen Sie es. Dann glauben Sie wirklich, der Masquerade ist in dem Sarkophag? That I can't be sure of, nor can anyone. But I promise you it is more likely to be filled with gummy bears than vampires. Perhaps maybe a mummy, but not likely the kind to go about chasing Abbott and Costello. Gut, was wissen Sie denn sonst noch über Vampire? Not much, really. I'm an archaeologist, not a mythologist. But I do know that Lamastu, the Assyrian demoness, was thought to have been the inspiration for Lilith, the first wife of Adam in the Jewish Old Testament, another source of the vampire myth. Gut, wie bringt man den Sarkophag dazu, sich zu öffnen? Ah, quite interesting. There is a surprisingly complex mechanical lock on the face of the sarcophagus. By sheer luck, we were able to find the key not far from the sarcophagus. Why no one ever found it and robbed it? It's perplexing. Gut, ein Schlüssel, natürlich. Haben Sie ihn? How strange you would ask. I haven't seen the key since it was loaded onto the Elizabeth Dane in Turkey. It was stolen before the sarcophagus even. I am still hopeful that the police find both pieces before the contents can be disturbed. Na, das war ja klar. Haben Sie einen nachgemachten Zweitschlüssel? No, it's not the kind of key you can copy at the hardware store. It's actually very sophisticated, and I meant to study it at the museum. I've answered all your questions. Do you think now you could please get me out of here? I don't care who you are or why you've had so many questions about the sarcophagus. I just want to leave this place. Alles klar. Na gut, dann befreie ich Sie und hier liegt ein Boot. Damit könnten wir fliehen. Wahrscheinlich kriegen wir jetzt Menschlichkeit und verlieren Maskeradenbonus. Thank you, my friend. I don't know where you came from, but I will never forget this kindness. Gerne. Kein Problem. Jawohl, Menschlichkeit und... Hallöchen. Okay, dann laufen wir mal. Gehe ich rechne an, dass hier wahrscheinlich gleich Gegner kommen. Scheinbar haben wir ihn doch nicht so ganz erledigt. Ich speichere das hier mal ab. Noch 30 Sekunden. Hier scheint aber jetzt auch niemand mehr zu sein. Na, dann laufen wir mal. Sollte eigentlich ja noch reichen. Aber es ist gut, dass wir... Oh, jetzt bleibe ich hier noch hängen. Machen wir das Ganze etwas spannender. War ja gut, dass wir Ash vorher befreit haben, weil jetzt hätten wir halt keine Zeit mehr dazu gehabt.
Aber wir haben es geschafft. Und wir sind... was ist denn hier passiert? Okay, Trümmer. Ich steck mal die Waffe weg und dann schauen wir uns in der nächsten Folge mal an. Ja. Warum hier auf einmal so Trümmer rumliegen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß und ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Ciao, ciao.